Was Neues in der Region kam, hat sie auch mit ihrem Lebensgefährten angestoßen. Welchen nehmen wir denn? 3. Mit dem Verein Lebensgärten Bayerwald. Ich habe mitgekriegt, dass hier ergiebige Wasserquellen nicht gefördert werden können, weil sie einfach nitratbelastet sind. Und das hat mich irgendwie einfach auch geschmerzt, wenn ich sehe, wie unsere Böden kaputt gehen, wie unser Grundwasser einfach kontaminiert ist und wir es nicht nutzen können. Im Bayerischen Wald gibt es deutschlandweit die wenigsten Biolandwirte, nur 5%. Vielleicht haben sich deshalb so schnell Gleichgesinnte bei ihm gemeldet. Denn schon eine Woche nach Shantis Aushang im Biomarkt eine Vereinssitzung. Und das erste Projekt, ein Acker für die solidarische Landwirtschaft Solavi, war auch gefunden. Die Idee ist, dass wir gemeinsam was anbauen und uns die Kosten teilen und dann die Ernte verteilen unter uns. Das ist die Ursprungsidee. Also wir haben einen Etat, wo wir aufstellen einfach und dann schätzen wir ungefähr ab, was jeder bezahlen muss für ein ganzes Jahr. Aber jeder muss auch mitarbeiten, oder? Ist das bei euch verpflichtend? Ja, also das Muss ist nicht so streng. Man kann dann eben, wenn man zu volles Leben hat, dass man sagt, bei mir geht es einfach nicht, ich schaffe es nicht, dann kann man einfach ein bisschen mehr bezahlen. Also wir haben jetzt 30 € mehr, das sind dann die Stunden, die ich nicht arbeite. Und was wäre so dein Traum? Wo würdest du gerne hin mit deinen Ideen? Mein Traum, meine Vision ist 100 Solavis im Bayerischen Wald. Also das ist eigentlich die Idee. Und wenn man so schaut, wie stark der Rückgang ist, also an Tieren, an Insekten und so weiter. Wir haben seit den 70er Jahren haben wir die Hälfte an Vögeln verloren zum Beispiel und auch die Hälfte an Insekten. Ich meine, das ist ja erst der Anfang. 6 Stunden im Monat sollte jedes der 41 Mitglieder auf dem Acker helfen. Hier ist Rosenkohl, das Wirsing, dann haben wir ganz viel tollen Thymian. Ich versuche es halt auch wirklich für die Erde zu machen. Ich meine, wir nehmen von der Erde, aber dass wir der Erde auch was zurückgeben, dass wir eben guten Humus aufbauen und ja, einfach von der Energie her ist das sehr wichtig, finde ich. Es ist ein gutes Gefühl, mit Gleichgesinnten das auch zu machen und sich auszutauschen. All das wäre nicht möglich, wenn er nicht einen Acker zur Verfügung gestellt hätte. Biolandwirt Wolfgang Vogel. Wolfgang, warum unterstützt du das denn hier? Das ist ja eigentlich dein Feld. Du könntest ja sonst was damit machen. Ja, also ich bin nicht kapitalistisch, ich bin mehr idealistisch. Also ich bin halt doch schon eine Generation Hippie. Da war lang Kommunen, waren damals noch da. Und die waren halt schon biologisch, bevor es halt das biologisch eigentlich so richtig dann gegeben hat. Und da bin ich geprägt worden, also von der Jugend her. Aber sag mal, du fällst ja jetzt ein bisschen aus dem Rahmen des Bauern, würde ich mal vorsichtig sagen. Ja, ich würde mich auch nicht Bauer nennen, also wenn ich die Profis da sehe, also ich spiele da in der Amateurliga, also das muss ich da dazu sagen. Ich habe einen Vater gehabt, der war sehr, sehr konventionell und mit Spritzmittel und das ist jetzt halt vorbei. Ich find's so cool, wie die hier drauf sind und das abgelegen im Bayerischen Wald. Abgefahrene Geschichte. Aber Puria hört eben immer auf ihre Intuition. Und die hat sie hier im Bayerischen Wald zu einem Kreis von Leuten geführt, die ähnlich ticken. Auch er hier ist ein Exot, Michael Weindl. Puria und die Mitglieder vom Verein Lebensgärten Bayerwald holen in seiner Biogärtnerei Pflänzchen und so manchen Expertentipp. Wie wissen wir denn ganz genau, wann wir den Kürbis wegnehmen dürfen? Also ich habe gehört, wenn der oben so trocken wird. Ja, wenn er so korkig wird, wenn der Stiel, wo er dran ist an der Pflanze, wenn der so korkig wird, dass es aufreißt, dass es bräunlich wird. Genau.
Und bei den meisten Kürbissen ist es aber so, wenn man es in die Hände nimmt und klopft dran, meistens Hohlklingen. Obwohl die Nachfrage nach Bioprodukten in der Region Cham am untersten Level Deutschlands liegt, hat er sich getraut. Darum haben wir uns auch entschieden, dass wir zu Bioland gehen. Einfach weil wir komplett mit der Familie dahinter stehen. Schön, wie lange macht ihr das schon? Wie lange habt ihr das erreicht? 2004 habe ich angefangen. Also da war das da hier hinten alles nur grüne Wiese von meinen Schwiegereltern. Die haben damals gesagt, so ungefähr, wenn du sowas machen willst, nimm einfach die Wiese da hinten und fang an. Super. Und dann habe ich gesagt, okay, na, dann fangen wir mal an und schauen wir mal, was rauskommt. Die einzige, die ein bisschen dagegen war, war meine Frau. Weil sie dachte, hat dann sie nicht mehr so oft. Ja, die ist in einer Metzgerei und Wirtshaus aufgewachsen und hat ganz genau gewusst, was Arbeiten heißt und was zum Beispiel auch Abstriche sind und so etwas. Und das hat sie halt dann gesagt, so was möchte sie eigentlich nicht haben. Und darum hat sie auch gesagt, sie wird ihre ganze Zeit lang weiter in die Arbeit gehen und wird eigentlich in die Gärtnerei ganz wenig einstecken von der Zeit her. Für unsere Situation ist das ganz gut. Sie geht Vollzeit in ihre Arbeit, ich bin bei den Kindern daheim, mache das da und dann passt es. Michael hat einen eigenen Hofladen und verkauft in Supermärkten. Und hier in der Klostermühle Alten Markt hat sich der Verein Lebensgärten Bayerwald gegründet. Auch mit einem Bioladen, nur mit Produkten aus der Region. Frische Tomaten im Winter gibt's halt dann eben nicht. So haben es die Frauen früher gemacht, haben es durch einen Fleischwolf gedreht und haben das dann in so Tontöpfe auf Kellertreppe gestellt, dass es ein bisschen kühl und dunkel war. Sie müsse ich unbedingt kennenlernen, hat mir Puria gesagt. Melanie Rauscher ist Ernährungswissenschaftlerin. Ihr liegen fast vergessene Zubereitungsarten und alte Rezepte ihrer Oberpfälzer Heimat am Herzen. Es ist so ein bisschen unsere Lebensphilosophie. Ich sage, dokumentieren und aufschreiben und Bücher schreiben ist schon auch wertvoll. Aber das Weitergeben, da kannst du bloß alles dokumentieren und archivieren, es muss auch gelebt werden. Und bei uns in Cham ist das der Zwirl. Und in der Furter Gegend ist es der Riebler und in der Rötzer Gegend der Fludermo und in der Rengsburger Gegend ein Breiselschmarrn. Also da gibt es einfach ganz viele verschiedene lustige Namen. Aber das ist arme Leute essen früher. Hauptgericht, Kartoffeln mit ein bisschen Mehl abgebröselt. Für die ausländischen Gäste Crumbled Potatoes. Also Zwirl to go. Zum Mitnehmen. Den kann man wirklich so kaufen bei euch? Ja, den kann man. Der ist jetzt hell. Also wir sagen, der ist knockert, weil er so kassig ist. Das ist ein knockerter Zwirl. Und den verkaufen wir 100 Gramm weiß und den dann die Leute haben im Pfanner und machen ihn fertig. Das ist ratzfatz erledigt und der Apfelmus und schon hat man gegessen. Zur Mühle gehören auch Veranstaltungsräume und ein Mühlenmuseum. Melanie ist eine Macherin. Mit ihrem Mann hat sie 1994 eine unter Denkmalschutz stehende Bruchbude gekauft. Und daraus das gemacht. Mit viel öffentlicher Unterstützung, dem Dorfverein und ihrer Familie. Sie wollte die Seele des Ortes bewahren. Das Gebäude wäre verfallen und heute ist es ein Treffpunkt für die Gemeinde. Viele Vereine, auch für Purias Verein. Freigeister erkennen sich eben doch immer wieder.